Ja, ich konnte das Hobby zum Beruf machen und merke einfach, dass das mir sehr viel bringt und dass ich bin von Natur aus Teacher, oder? Und ich merke einfach, man kommt immer zusammen wieder ein bisschen weiter und das ist schön. Mit der Ross, wenn ich mit der Ross arbeite, habe ich nie ausgelernt. Es gibt immer wieder etwas, das man noch optimieren kann. Und ja, was plötzlich eben feiner wird, besser wird und der Austausch, auch, ja, die Zusammenarbeit, oder, wo da einfach die wirklich funktioniert. Und das ist das, was mir Freude macht. Bei der Ausbildung von der Ross braucht es Vertrauen. Vertrauen aufbauen. Und wie komme ich zu diesem Vertrauen? Eben, indem man sich gewisse Grundsätze beachten. Also zum Beispiel nur einen Auftrag, aber dafür einen klaren. Dass das Ross nachher in der Hypotherapie voll auf den Führer lässt. Eben, das Ross muss online sein, mit dem, der führt. Weil wir haben einen Klient drauf, der klemmt vielleicht, das würde eigentlich heissen, go. Das Ross muss aber schön brav weiterlaufen. Oder wir haben irgendein Kind drauf, das plötzlich irgendeinen Schreianfall hat. Oder Regenkleider, die rascheln und so weiter. Und dort muss einfach das Ross souverän reagieren. Haufen Rosse haben Angst vor Plastik. Dort darf ich das Ross einfach nicht frontal angreifen, komme gleich von der Seite, gehe wieder retour und dann immer so weit wie es geht und dann wieder ein bisschen zurück. Oder wenn ich nicht am Ohr anlängen kann, gehe ich halt bis dahin, dann wieder ein bisschen zurück und plötzlich kann ich das dann machen. Das ist so Annäherung und Rückzug, das ist ein Prinzip, das wir hier umsetzen. Und nachher halt auch immer ein bisschen steigern. Aber es gibt einfach diese Sachen, wo man sagen, das muss das Ross können, bevor wir ihn nachher einsetzen, zum Beispiel für einen Patienten, der mit dem Rollstuhl kommt. Ich probiere ihn, als Pferdemensch zu begegnen. Das heisst, nicht als normaler Mensch, weil wenn ich denken wie ein normaler Mensch, dann denke ich eben nicht wie ein Ross, weil die Ross sind Fluchttiere. Wir von Natur aus sind Räuber und darum muss ich mich immer ein bisschen in die Rolle versetzen. Ich tue dem Ross beweisen, hallo, ich bin kein Räuber, zu mir kannst du Vertrauen haben. Das ist so ein Ding, das ganz wichtig ist. Das heisst, ich muss freundlich sein, ohne zu verhätscheln und konsequent, ohne verrückt zu werden. Es gibt Momente, wo ich muss sagen, halt, stopp, jetzt müssen wir eine Lösung finden. Und es gibt immer wieder Ross, die fragen auch ab. Und oft erlebe ich, dass es die Leute einfach die nicht trauen, Stopp zu sagen. Und dann ist es so, dass das Ross den Führer bewegt. Das Ziel ist aber ganz klar, ich bewege das Ross und nicht das Ross mich. Ich habe gelernt, geduldig zu sein. Weil noch geschwind funktioniert nicht. Und wenn ich mit dem Ross, eben, es ist wie, wenn ich freundlich bin, aber bestimmt, nachher, dann tun sie das auch akzeptieren. Und ich muss sie auch irgendwie lesen, interpretieren und nachher nach neuen Lösungen suchen. Also das ist so ein bisschen der Weg, den ich gelernt habe, wenn ich das so mache bei der Ross, funktioniert. Das ist übrigens so wie bei den Leuten auch. Und das ist auch ganz wichtig, dass ich auch zwischen die halt wirklich Danke sagen und sagen, jetzt hast du einen super Job gemacht, weil die kann man nachher immer wieder weiter aufbauen. Ganz wichtig ist auch noch für mich, dass ich eben die Ross bei Laune behalten kann. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die können nicht nur Therapie machen, weil die brauchen Ausgleichsarbeit. Und das heisst, sie brauchen Kondition, sie müssen mental und physisch fit bleiben. Und das ist natürlich das, was mich auch fordert. Ja, für welches Ross passt welches, weil ich will ja, dass sie möglichst lang ihre Einsätze leisten können. Und nur Therapie machen, die stumpfen ab, oder? Nur mit Schrittarbeit findet nicht der Muskelaufbau statt, den wir haben wollen, oder? Und darum arbeiten wir eben viel auch am Boden und Longieren. Ja, alles die Möglichkeiten, die man hat, eben, um auch einen Kraftaufbau zu machen bei diesen Ross. Es gibt natürlich während der Ausbildung immer wieder auch so Wow-Momente, oder? Wenn plötzlich irgendwas schaffst mit dem Ross, schickst du ihn in die Runde und dann kommt er einfach wirklich zu dir rein, wie du das aufgebaut hast, bleibt stehen, kannst ihn wieder schicken und dann ist das wow, jetzt, das sind plötzlich, dann kommen so Ausbildungsschritte, wo
dann habe ich Freude. Oder? Und während der Therapie ist für mich natürlich immer so ein super Moment, wenn ich wir machen zum Beispiel Stop and Go, oder? Dann laufe ich, das Ross läuft mit, nachher tut es anhalten, ohne dass ich etwas sage, ohne dass ich etwas ziehe. Und wenn nachher der Patient sagt, du, aber jetzt hat er das gemacht, du hast nichts geredet und hast überhaupt nichts gemacht mit dem Zügel, das funktioniert einfach. Und dann ist es eigentlich das, was mein Ziel ist. Jetzt bei uns haben wir alles Isländer. Es hat mehrere Gründe, warum wir Isländer haben. Und das ist vor allem wegen dem Körperbau. Und sie haben auch für ihre Grösse einen gleichmässigen Schritt, der dem Gangbild eben recht entgegenkommt. Dann nehmen wir sie auch nur mit der maximalen Widerristhöhe von 1,40 Meter, so 1,33 bis 1,40. Und das ist wegen dem, dass der Therapeut mitlaufen kann. Und er muss den Klienten noch ein bisschen stützen oder notfalls oben abnehmen. In diesem Sinn manchmal auch wieder frisch richten und so weiter. Und es ist auch unangenehm zum Laufen, wenn da immer so müsste anlängen. Ja, das Ross braucht eine gewisse Gelassenheit, oder? Muss aber gleich aktiv bleiben, menschenfreundlich sein und vor allem jetzt bei uns, er muss die vielen Leute, die mit ihm zu tun haben, sei das Pferdeführer, Therapeuten, Klienten, auch ertragen. Das ist nicht für jedes Ross. Es gibt Ross, die haben eine Bezugsperson, mit der funktioniert es, und wenn die mit zu vielen Leuten zu tun haben, sind sie überfordert. Und also eben nachher natürlich auch noch die gewisse Robustheit, dass du das erträgst. Es ist Knochenarbeit. Und im therapeutischen Reiten ist es auch so, die haben wir wieder gängig sensible Ross, die fein reagieren, die nachher auch ideal arbeiten mit dem Klienten. Das Ross muss auf einmal an die Rampen hingehen, muss dort ruhig stehen bleiben, Rampen oder Stegen, oder? Dann kommt nachher der Transfer, der manchmal recht heikel ist. Weil das geht nicht einfach so, dass man einen Patienten so ruckzuck, zack, zack drauf hat. Und wenn das Ross dort nicht stehen bleiben würde, hätten wir ein Problem. Das ist so ein Punkt, den wir daran arbeiten, oder? Die Rampenarbeit. Das Zweite ist nachher, wir haben 90 oder mehr Prozent von der Therapie sind wir für Rossen. Wir sind im freien Gelände. Und dann haben wir Begegnungen mit Traktor, Gärtner, Eisenbahn, der Güterzug, der kommt, der Helikopter. Und auf all diese Sachen tun wir, bevor wir die Leute drauf tun, die trainieren. Man sagt dann mal desensibilisieren. Also, ich muss dem Ross nachher sagen, hallo, das ist kein Räuber, sondern eben, wenn du bei mir bist, kannst du Vertrauen haben, passiert nichts. Ein Mädchen habe ich bei 3 Jahren betreut, die hat total Angst gehabt, wirklich von allen Tieren, hat aber gleich in die Reittherapie kommen und die ist immer in grossen Bögen um die Rosse herum und dort ist es auch darum gegangen, eben Aufbau von Vertrauen, Annäherung, Rückzug und so weiter, und am Schluss hat sie selber das Ross gesattelt und sie hat dann nachher gesagt, das hat mir räudig viel geholfen. Jetzt, als ich mich vorstellen habe ich gewusst, wie ich auftreten muss. Oder so ein bisschen eben eine freundliche Bestimmtheit, und ich habe manchmal sagen, du, jetzt musst du dich ein bisschen durchsetzen, sonst der lacht dich nur aus. Und so wirst du nicht wahrgenommen. Und das ist so für mich ein Highlight gewesen. Ich stelle natürlich fest, dass die Leute nachher Freude haben, dankbar sind und plötzlich ganz anders reagieren, wenn sie mit dem Ross arbeiten, oder wenn sie nicht schon im Alltag sehen oder mit ihnen zu tun haben.